Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Das freut mich total. Ja, im Titel hast du ja schon gelesen, worüber ich heute gerne ja, erzählen möchte, beziehungsweise mich mit euch oder mit dir austauschen möchte. Na, bei uns ist tatsächlich der Horror zur Realität geworden. Ja. Janes Mama, meine Frau, ist verstorben und ja, meine Tochter wird in Zukunft ohne ihre Mutter aufwachsen. Ja. Ab und zu ist das Leben halt ein Arschloch. Ne? Ja, am Schluss werde ich auf jeden Fall noch so einige Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja, dazu irgendwie nochmal Stellung beziehen. Oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare rein und ich versuche sie dann in einem nächsten Video auf jeden Fall zu beantworten. Aber ja gut, ja, jetzt ist es erstmal so, ja, da erzähle ich euch erstmal, was jetzt letztendlich passiert ist. Hi, ich bin Nico und das ist meine Tochter Janne. Wir beide leben auf Mallorca und bestreiten unseren Lebensweg seit einiger Zeit alleine. Um euch auf diesem Weg mitzunehmen und auf eure Fragen eine Antwort zu haben, heißen wir euch herzlich willkommen bei Mallorca, unsere Reise zu zweit. Ja, was soll ich euch sagen? Ne? So wie ganz viele Menschen auf dieser Welt hat leider auch meine Frau den Kampf gegen ihren Krebs nicht gewonnen. Na, und ja, das mit 39. Na, das ist schon hart, wenn du gerade irgendwie ein Kind bekommen hast irgendwie und dann nicht mehr die Chance bekommst, es irgendwie aufwachsen zu sehen. Na, das ist natürlich nochmal besonders bitter irgendwie. Und ja, für sie als auch natürlich für Janne, die jetzt irgendwie ja, in Zukunft alleine aufwachsen wird. Na? Ja, seid mir da bitte nicht böse. Also, ne, ich werde jetzt hier nicht mehr oder nicht mehr ins Detail gehen. Ne, de facto war es auf jeden Fall so, dass sie hier auf Mallorca verstorben ist. Ne, sie hatte sich überlegt, dass sie ganz gerne nochmal irgendwie eine Reise machen möchte und nochmal Kraft und Energie tanken. Und ja, ich weiß nicht, ob sie das für sich schon selber gewusst hat irgendwie, aber auf jeden Fall war das dann hier, oder es war ein One-Way-Ticket. Ja, das ging dann auch sehr schnell, muss man sagen. Ne? Also von dem Tag, wo sie geflogen ist, bis zu dem Tag, wo sie dann gestorben ist, ja, waren gerade mal 17 Tage. Ich denke aber auch, dass sie zum Schluss losgelassen hat. Sie hatte ja damals mitbekommen, wie das auch bei meiner Mutter war. Und meine Mutter hat sich ja nur so krampfhaft irgendwie am Leben festgehalten und sowas. Und da hatte sie auch immer gesagt, dass sowas möchte sie nicht. Und ich glaube auch, ne, dass sie zum Schluss einfach gesagt hat, so jetzt ist es Zeit zu gehen, dass sie da einfach losgelassen hat. Ja, und Jenny hat natürlich irgendwie alles dann irgendwie komplett miterlebt und sich sehr süß und rührend um ihre Mami gekümmert, bis zu ihrem Tod. Ja, es tut noch immer weh. Aber ja, diese Zeit, diese 14 Monate im Grunde seit dem Befund und ja, dann, wo sie gestorben ist, das war schon eine krasse Zeit. Ja, das war somit so die heftigste Zeit, die ich ja, bisher in meinem Leben erleben durfte, erleben musste, wie man es halt letztendlich irgendwie betrachtet. Ja, irgendwie... Ja, das ist irgendwie so, ja, du wirst einfach so in so eine Situation rein katapultiert und dann heißt es, jetzt musst du damit irgendwie ja, leben, umgehen lernen und ja, gucken, wie du diese Zeit oder diese Situation meisterst. Ja, und das ist, ja, das ist so, ja, wie soll man sagen? Das ist halt heftig. Man ist dann irgendwie auch in so einer Blase, nicht realisierbar, nicht, also du denkst, du bist irgendwie im falschen Film. Na, und da hast du irgendwie einen Albtraum oder sonst irgendwas und wachst irgendwann auf und denkst so, fuck, was für eine Scheiße hast du da gerade geträumt irgendwie und ja, dann drehst du dich zur Seite und da liegt deine Frau, ja, und ist vor allem hier gesund. Naja, dem war halt leider nicht so. Du bewegst dich halt, ja, wie so eine Art Roboter. Du guckst, dass du allen irgendwie gerecht wirst, nicht im Sinne von, ne, ich muss dir jetzt gerecht werden, sondern dass du halt da irgendwie deine Unterstützung irgendwie anbieten kannst und ja, vor allem natürlich
für die kleine Maus, damit die halt aus dieser ganzen Situation letztendlich irgendwie unbeschadet rauskommt. Ja, weil war zu dem Zeitpunkt leider klar jetzt irgendwie, ich hatte euch ja erzählt, dass eigentlich eine OP hätte stattfinden sollen, dass sie quasi den Magen rausnehmen wollten. Letztendlich hat sie auch irgendwo stattgefunden, aber dadurch, dass ich halt zwischen letzter Chemo und der OP, da hat sich halt irgendwie der Krebs so schlagartig, ja, ist wieder neu gekommen und hat Metastasen gebildet, dass sie im Grunde sie auf dem OP-Tisch aufgemacht haben und sofort wieder zugemacht haben, weil sie gesagt haben, das macht keinen Sinn. Ja, da können sie nicht mehr operieren. Wenn du dann in so einer Situation bist, dann ist natürlich Zeit das größte Gut, das du hast. Du bekommst ja dann immer irgendwie so eine Prognose vom Arzt, von den Ärzten mit, die sagen, okay, so und so viel hat sie letztendlich noch Zeit. Ne? Das ist natürlich auch immer so Pi mal Daumen. Ja, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es mir gehen würde. In dem Fall, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ihr auf einmal so eine große Uhr um den Hals gelegt bekommt, wo der Countdown dann am Laufen ist. Ne? Und du guckst täglich irgendwie darauf und siehst so, okay, scheiße, ist schon wieder eine Stunde, schon wieder ein Tag abgelaufen von dem, was du endlich hast. Von dem, was du noch hast. Das muss so ein krasses Gefühl sein, immer irgendwie so die Zeit im Nacken zu haben und nicht zu wissen, ob du nächste Woche noch da bist. Und das ist halt das Schlimme. Ne? Du bist im Grunde du wartest. Worauf wartest du eigentlich? Aber du wartest, dass irgendwie der nächste Schritt kommt bei dieser beschissenen Krankheit. Ne? Und das ist eigentlich das muss so heftig sein. Warten, dass was passiert. Warten, was kommt. Na, und kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und ich meine, das ist dann auch so, sowohl bei meiner Frau dann letztendlich, wo es natürlich noch krasser ist, aber du auch selber denkst dann immer, okay, wie viel Zeit, wie viel Lebenszeit bleibt dir letztendlich noch übrig? Das sind so Erfahrungen, klar, die wird man im Leben machen. Ne? Irgendwann, wir wissen selber nicht, wie es bei uns letztendlich weitergeht. Ne? Ob wir, sage ich jetzt mal, irgendwie eines natürlichen Todes in Anführungsstrichen sterben oder irgendwann in genau der gleichen Scheißsituation sind, dass uns jemand sagt, so, deine Zeit ist gekommen, du hast jetzt nur noch 3 Monate zu leben. Dann ist ja mal die Frage, wie gehst du mit dieser Situation um? Du weißt irgendwie, der Zeitpunkt wird letztendlich kommen, wo sie tot sein wird oder wo sie sterben muss. Und das ist sowas, das ist schwer irgendwie, schwer zu realisieren. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe euch ja erzählt, dass ich beim Fernsehen bin, beziehungsweise war. Und ich war zu dem Zeitpunkt verantwortlich für den Schnitt des deutschen Bachelor. Und das ist eigentlich so absurd. Du hast irgendwie auf der einen Seite hast du eine sterbenskranke Frau, wo du mittlerweile genau weißt, okay, es geht langsam leider zu Ende und sie muss sterben. Auf der anderen Seite machst du ein Dating-Format, wo es darum geht, irgendwie die große Liebe zu finden. Und das ist so absurd irgendwie. Du hast irgendwie so dieses Positive auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es eigentlich total beschissen. Ich weiß noch irgendwie, das war auch so eine Absurdität irgendwie. Wir haben irgendwie, als wir damals hier geheiratet haben, da hatte ich auch für die Schweiz einen Bachelor gedreht und da waren wir irgendwie in Thailand gewesen und was weiß ich wo und dann haben meine Frau und ich zwischendurch schnell geheiratet. Also ich bin nach Deutschland gekommen, wir haben geheiratet und dann bin ich irgendwie 2 Tage später irgendwie nach der Hochzeit irgendwie nach Paris gefahren und habe ein Finale gedreht vom Bachelor. Und dann stehst du so an der Seine, guckst irgendwie auf das Seine, guckst auf den illuminierten der Eiffelturm und denkst so, irgendwie läuft hier gerade was komplett falsch. Irgendwie sind hier die Personenkonstellation falsch. Und das war da auch so
so ein Moment, wo ich dachte, ey, wie kannst du jetzt eigentlich so ein Format machen? Leute zu ihrem, ich sage jetzt mal, Glück verhelfen. Auf der anderen Seite musst du gerade irgendwie, ja, echt Dreck fressen. Ich glaube letztendlich, dass ich das irgendwie auch gut gemacht habe. Ja, es war auch ganz niedlich, da hat meine Chefin gerade gesagt, mit so einem schweren Herzen machst du irgendwie, stemmst du halt diese Sendung oder diesen Schnitt irgendwie, und das fand ich echt extrem niedlich von ihr, dass sie das gesagt hat. Ich glaube, was das Wichtigste ist, wenn man in so einer Situation ist es, sich nicht einzuigeln. Ja, also das ist hier zumindest so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht sich in sein Schneckenhaus zu verkriechen und ja, sich einzuschließen oder sich selber von der Außenwelt so ein bisschen zu isolieren. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ja, ich zumindest habe, soweit es mir möglich war, ne, durchs Arbeiten, durchs Pendeln und habe trotzdem immer versucht, irgendwie mit Freunden im Kontakt zu bleiben, viel zu reden. Ne? Also ich habe viel über diese ganze Situation erzählt. Also ich habe niemals irgendwie gesagt, oder ich hatte niemals das Gefühl irgendwie, ja, das ist so ein rotes Tuch für mich. Ne? Und darüber will ich nicht reden, ganz im Gegenteil. Na, es war für mich tatsächlich immer befreiend, über die Situation zu sprechen, wie es mir selber auch geht. Na, ich denke, das hilft dann extrem weiter. Ich meine, ich bin jetzt nicht durch die Gegend gelaufen und habe jetzt hier mit dem Megafon gesagt, ey, wisst ihr was, irgendwie meine Frau liegt im Sterben, habt alle Mitleid mit mir. Na, das nicht, sondern mir geht es eigentlich eher darum, irgendwie, dass man wirklich trotzdem sich so Sachen von der Seele redet. Du beginnst ja auch dann während dieser ganzen Zeit irgendwie schon langsam an zu verarbeiten. Also hier, du sprichst ja offen darüber, wie gesagt, das ist kein Tabuthema für dich, das heißt, du setzt dich mit der Situation auseinander. Und ich habe mich damit extrem auseinandergesetzt und habe natürlich dann auch schon für mich irgendwie dann die Szenarien durchgespielt, wie es letztendlich irgendwie dann ist, oder dass auf jeden Fall der Zeitpunkt dann kommt irgendwie, wo es tatsächlich, wo sie dann sterben muss. Das war dann nicht so wie auf einmal so krass, sondern irgendwie jetzt ist sie tot, sondern du hast es realisiert schon. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, der irgendwie stattfinden muss. Das Leben muss weitergehen. Es geht weiter. Das ist auch besonders wichtig, wenn man natürlich dann noch irgendwie auch ein kleines Kind hat, für das man irgendwie da sein muss, stark sein muss, wenn man weiß, dass dieser Krebs, letztendlich ist er ja bei meiner Frau tödlich geendet, dass man sich das auch vor Augen hält. Und nicht irgendwie, klar, trauern ist ganz wichtig, aber man muss auch dann irgendwann sagen, okay, man muss nach vorne blicken. Ich meine, Janne hat auch unter großen Schmerzen irgendwie kennenlernen müssen, dass das Leben Grenzen hat und dass der Tod auch zum Leben dazugehört. Ich glaube, dass das für sie, auch wenn es jetzt sich beschissen anhört, aber irgendwie eine wichtige Erfahrung ist, die sie gesammelt hat, weil sie ganz anders mit dieser Thematik jetzt auch umgeht. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, also nehmt es mir nicht böse, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der Tod gehört halt zum Leben dazu und das, finde ich, ist leider so. Und sie muss es jetzt unter diesen Umständen leider kennenlernen und ich finde, sie hat das mega gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wir uns dann irgendwie hier zusammengesetzt haben und darüber gesprochen haben, da war sie ganz klar. Sie hat ganz klar gesagt, was irgendwie mit Mama passiert ist, dass sie irgendwie nochmal irgendwie sie hat, glaube ich, sogar ihren letzten Atemzug erlebt. Und davon hat sie mir im Nachhinein auch nochmal irgendwie erzählt, wie das für sie war. Letztendlich hatte sie eine ganz klare Sicht drauf, dass Mama jetzt im Himmel ist und dass das Leben irgendwie weitergeht. Ich habe ja lange überlegt tatsächlich, wie es aussieht mit einer Therapie. Ich hatte dann noch mal mit der Dame gesprochen, die wir da am UKE kennengelernt hatten, die uns ja damals quasi auch gesagt haben, wie wir quasi mit Janne bezüglich des Krebs zu kommunizieren haben oder was ihr Ratschlag oder ihre Erfahrungen vielmehr irgendwie sind. Das ist ja das, was ich euch quasi weitergegeben habe. Das ist ja einfach ein Erfahrungswert. Hatte sie halt gefragt,
halten Sie es für richtig, dass ich jetzt mit Jana eine Therapie mache? Und da hat sie gesagt, nee, macht jetzt, also erstens vom Alter her macht es natürlich gar keinen Sinn. Ne, weil Janne niemals sich jemand Fremdes so anvertraut hätte. Wobei sie letztendlich, was halt ganz, wenn man nicht sagen kann, lustig, aber sie hat halt relativ schnell immer den Leuten dann auch gesagt, dass Mama im Himmel ist. Ja? Und genau das ist es letztendlich auch, was die Therapeutin dann zu mir gesagt hat. Sie hat gesagt, schauen Sie sich Ihr Kind an, gucken Sie irgendwie, wie sie sich irgendwie in nächster Zeit entwickelt, ne, ob sie zumacht oder ob sie offen bleibt in ihrer Kommunikation und so. Und das habe ich natürlich getan. Ich habe mir meine Tochter ganz genau angeguckt und ob ich jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, ein kleines Häuflein Elend oder sowas habe, was irgendwie den ganzen Tag nur am Weinen ist oder irgendwie total in sich gekehrt ist. Und dem war halt zum Glück nicht so. Insofern kann ich euch auch ganz klar sagen, Janne war nicht bei einer Therapeutin oder beim Therapeuten. Da habe ich keinen Anlass für gesehen. Und genau dasselbe ist auch bei mir. Ich denke, ich habe mich in der Zeit relativ intensiv mit dieser Situation auseinandergesetzt. Und klar, wenn man darüber nachdenkt, tut es weh. Das muss es auch, finde ich, weil wir waren so lange hier zusammen und verheiratet irgendwie. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht mehr wehtun würde. Aber der Blick ganz klar geht nach vorne und sagen, das Leben muss weitergehen. Und das Leben hat auch tolle Seiten. Ne? Und die möchte ich auch gerne irgendwie mit Janne noch weiter erleben. Ja, das Leben geht weiter und das Leben kann auch wunderschön sein. Und ich glaube, das ist so das, was ich quasi aus diesen ganzen 14 Monaten, die jetzt irgendwie, wo hat uns dieses Schicksal, sage ich jetzt mal, getroffen hat, mitnehme. Ich denke, es gibt viele Menschen, die so ein Schicksal erleiden mussten. Aber ich glaube, es gibt nur wenige, die darüber sprechen. Und meine Intention ist einfach so ein bisschen, natürlich nicht nur über Schicksal, sondern auch über meine Erfahrungen, die ich jetzt irgendwie gemacht habe, beziehungsweise natürlich noch immer machen werde, als alleinerziehender Vater, mit euch zu kommunizieren und zu teilen. Um vielleicht so ein bisschen auch so eine Art von Community aufzubauen, wo man sich untereinander austauschen kann. Ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt irgendwie, was Erziehung auch sowas angeht, irgendwie meint, ich muss jetzt irgendwelche Bücher wälzen. Dazu möchte ich euch auf jeden Fall in meinem nächsten Video mehr erzählen. Da geht es nämlich darum dann, wie das ist dann auf einmal als alleinerziehender Vater. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und vor allem würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, damit ich dieses Projekt auch so ein bisschen weiter oder voranbringen kann. Und dazu ist es natürlich ganz wichtig irgendwie, dass ich eure Unterstützung bekomme. Wie heißt das mit dieser Glocke? Ich bin da noch nicht so ganz drin. Macht auf jeden Fall die Glocke an, damit ihr auch in Zukunft irgendwie kein Video verpasst. Und dann freue ich mich total, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.